früher sagt man eher noch besser wie heute. Mannschaft, die früher sagt man eher noch besser. Ich meine, müsste auch funktionieren, oder? Dann läuft trotzdem gut. Ja, zwar ist vergessen. Willkommen, liebe Freunde vom Modellpilot EU. Heute steht Sascha vom Multiplex hier mit mir und wir haben hier die SX12. Die neue Cockpit SX12. Ja, und was hat sie für Vorteile? Einmal natürlich, dass wir 3 Kanäle mehr haben wie bei der alten Cockpit. Und wir haben einen Lagesensor eingebaut, mit dem man quasi eine Kamera steuern kann oder auch das ganze Modell fliegen kann. Okay, aber wenn man jetzt die Kanäle, sind die frei programmierbar irgendwie? Wie läuft das? Ja, man kann jetzt auch die ganzen Schalter und so kann man alle frei programmieren, also verschiedene Funktionen frei zuweisen, jedem Schalter. Außer unseren Flugphasenschalter, sonst kann man quasi alle frei belegen. Okay, ist das mit der Cockpit 9 auch möglich? Bei der 9 ist es noch relativ begrenzt, da wir da das eher als Einstiegssender gehandhabt haben, damit der Kunde da nicht so viel falsch machen kann oder verprogrammiert quasi. Okay, und die SX ist jetzt quasi die Profi-Version davon? Genau, eine Profi-Version als Handsender, weil wir die Profi-TX als Pulssender und jetzt haben wir einfach eine neue Handsender-Version. Okay, aber da ist eine Novität drin, ja? Eine Novität aus dem Hause Multiplex. Genau, wir haben quasi einen Lagensensor eingebaut, mit dem man verschiedene Funktionen steuern kann. Entweder was schalten oder auch proportional steuern kann. Wir haben da so eine Demo, mit dem kann man das schön demonstrieren. Okay, ich halte die Demo mal ein bisschen hier rüber. So. Und ich hebe mal die Fernsteuerung hoch und wenn ich die jetzt quasi kippe, hoch oder runter, sieht man schön, wie das Höhenruder hier unten sich bewegt. Und ich kann auch durch Neigen von der Fernsteuerung, kann ich quasi das Seitenruder betätigen. Aha. Man kann natürlich auch andere Funktionen steuern, aber es ist einfach nur mal als Beispiel, was jetzt mit unserer neuen Fernsteuerung alles möglich ist. Also das heißt, man hat Mode 1, 2, 3, 4 und so weiter und dann gibt es Mode Multiplex dadurch, nicht? Sozusagen, ja genau. Ja. Und was kann man sonst noch mitmachen? Ist das, also jetzt Höhenruder, Seitenruder ist jetzt nur ein Beispiel wegen der Funktion. Wie sieht es denn aus, wenn man das an einen Gimbal anschließt? Dafür ist natürlich auch gedacht, dass man irgendwelche Kameras damit steuert. Während dem Fliegen natürlich gewöhnungsbedürftig, aber darauf ist es eigentlich ausgelegt, dass man fliegt und dann nebenher eine Kamera durch Neigen und Drehen einfach die Kamera bewegt. Und könnte ich mir zum Beispiel auch das Fahrwerk drauflegen, also als Einfachschalter sozusagen? Genau, man kann auch dann die Funktion als normalen Schalter verwenden, durch Kippen aktivieren, Neigen deaktivieren. Müsste ich dann quasi, also mit geneigt Fahrwerk raus und Fahrwerk rein, wenn ich das dann wieder hochhalte? Oder? Ich meine, man kann es in 2 verschiedenen Varianten programmieren. 100%ig sicher bin ich mir da auch noch nicht, ist noch ganz neu. Ich habe selber noch nicht viel Einweisung drin, aber ich meine, wenn man es runterkippt, kommt das Fahrwerk raus. Und wenn ich dann nochmal runterkippen würde, könnte es auch wieder reinfahren. Also ja, das meine ich. Also ich finde, das ist eine schöne Sache, mal was Neues. Und vor allen Dingen die Ansagen kann man bestimmt darauf ansetzen, ne? Genau, man kann sich auch dann die ganzen Sensorwerte, was ich zum Beispiel Vario oder einfach den Stromverbrauch, alles ansagen lassen, durch Neigen, Kippen. Ich glaube, ich kann es sogar demonstrieren, wenn ich jetzt das kurz deaktiviere. Sensor 6, 1 Meter. Sensor 6, 1 Meter. Aha. Genau. Also, finde ich eine schöne Sache. In diesem Sinne, liebe Freunde vom Modellpilot EU, hier vom Stand vom Multiplex mit Sascha. Modellfliegen ist Spitze! Danke dir, Sascha.